Hallo und herzlich willkommen bei Video Control. Ich heiße Christian und zeige jetzt, wie man in Premiere den Inhalt von Clips verschiebt, ohne sie neu in der Timeline schneiden zu müssen. Möchte man eine Schnittkante verschieben, wählt man das Werkzeug aus der Werkzeugpalette Schnittkante verschieben aus oder benutzt das Tastenkürzel B. Greift man jetzt an der Seite der Schnittkante, erscheint eine eckige Klammer mit einem kleinen gelben Pfeil. Zieht man jetzt die Schnittkante, wird der Clip verkürzt, und zwar der Clip, auf dem der Pfeil zeigt. Damit verkürzt man den Clip links von der Schnittkante und die folgenden Clips rücken nach. Und einmal rechts von der Schnittkante, hierbei wird der Clip gekürzt und die folgenden Clips rücken hinterher. Benutzt man das Werkzeug Rollen, das Tastenkürzel ist N, kann man die Schnittkante greifen und verschieben. Dabei wird, wenn man die Kante nach rechts verschiebt, der Clip links verlängert. Verschiebt man hingegen die Schnittkante nach links, wird der nachfolgende Clip verlängert. Will man einen ganzen Clip verschieben, wählt man das Werkzeug aus, das sich unter einem anderen Werkzeug befindet. Dazu drückt man die linke Maustaste etwas länger, bei Werkzeugen mit der gekennzeichneten Ecke. Man kann die Maustaste loslassen und weitere Werkzeuge auswählen. Hier Clip verschieben. Einfacher geht es mit dem Tastenkürzel U. Greift man jetzt einen Clip und zieht ihn nach rechts oder nach links, dann verschiebt sich der Clip und die anderen Clips in seiner direkten Umgebung werden mitgetrimmt. Möchte man aber nur den Inhalt eines Clips verschieben, dann wählt man das Werkzeug mit dem Tastenkürzel Y. In der Werkzeugpalette das Werkzeug bei Clip verschieben. Greift man jetzt einen Clip und zieht mit gedrückter Maustaste nach rechts oder nach links, dann bleibt der Clip an seiner Stelle und es wird nur der Clipinhalt verschoben. Das ist wie bei einer Rolltreppe, die bleibt auch an einer Stelle stehen und nur die Stufen verschwinden. Im Programmmonitor werden 4 Bilder angezeigt. Die beiden kleinen Bilder zeigen einmal das letzte Bild des Clips davor und einmal das erste Bild des Clips danach. Die beiden großen Bilder zeigen den Inhalt des aktiven Clips an. Links das erste Bild und seinem Timecode und rechts das letzte Bild mit seinem Timecode. Hat man in der Werkzeugpalette den Auswahlpfeil aktiv, sind standardmäßig die roten Klammern aktiv. Wählt man jetzt die Schnittkante, wird der Clip eingekürzt und es entsteht eine Lücke. Hält man die Command-Taste gedrückt und zieht in der Mitte des Schnitts, wird der Schnitt verschoben. Greift man mit dieser Tastenkombination links oder rechts des Schnitts, dann werden die gelben Klammern aktiv und man trimmt den Clip wie mit dem Werkzeug Schnittkante verschieben. Das war Clips trimmen in Premiere. Ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Abonniere Video Control und klicke auf die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib einen Daumen hoch.